Hi, ich bin Julia und heute zeige ich dir, wie du den Besuch deiner Gäste in deinem Lokal zu einem unvergesslichen Ereignis machst. Bei Emotion Selling geht es vor allem um das selektive Abspeichern in unserem Gehirn. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen negative Erlebnisse mit der dreifachen Intensität wahrnehmen und die Erlebnisse langfristig abspeichern. Alltägliche Wahrnehmungen, darunter die sogenannten erwartungshaltungserfüllenden Situationen, auch Basisqualitäten genannt, werden dagegen sehr kurzfristig oder gar nicht abgespeichert. Ein Grund dafür könnte sein, dass unser Gehirn ansonsten platzen würde oder der Speicher von Alltäglichem überfüllt wäre. Überraschend ist jedoch das Abspeichern von Situationen, die uns im Leben begeistern, überraschen und glücklich machen. Beispiele dafür sind Erinnerungen an die Geburt des Kindes, der erste Kuss, der beste Wein und das beste Steak, also die Überraschungsqualitäten. Solche Erinnerungen werden sogar mit großer Intensität auf der Festplatte gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Und genau hier liegt deine Chance. Gefragt sind Aktionen mit hoher Überraschungsqualität, um die emotionale Erlebniskurve deines Gastes auf einem hohen Niveau zu halten. Dein Gast erhält vom ersten Kontakt eine Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Nenne, wenn möglich, immer seinen Namen. Ein Beispiel wäre: Herzlich willkommen bei uns. Wie gewünscht, Herr oder Frau XY, haben wir einen Tisch direkt am Fenster für Sie reserviert und einen Kinderstuhl schon hingestellt. Gehe von Tisch zu Tisch und biete deinen Gästen in einer authentischen Art das Tagesangebot an. Aus Erfahrung kannst du mit einer Trefferquote von 80% rechnen. Ein Beispiel hierfür wäre: Passend zur Jahreszeit empfehle ich Ihnen unseren herrlichen Spargel vom Gutshof XY. Gerne mit Schnitzel oder klassisch mit Salzkartoffeln und Soße Hollandaise. Kleine günstige Häppchen vor dem Essen verkürzen die Wartezeit und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Sei es zum Beispiel das haustypische Brot, was im Anschluss im Verkauf zum Mitnehmen angeboten werden kann. Als Gruß aus der Küche für Sie haben wir eine kleine Olivenpaste auf hausgebackenem Brot vorbereitet. Die Espresso-Tasse für die Suppe oder der Löffel vom hausgemachten Eis sind bekannte Aufmerksamkeiten, die leider nur zu selten genutzt werden. Man könnte es wie folgt formulieren: Gern lasse ich Sie von der Spargelsuppe probieren und bringe Ihnen eine Espresso-Tasse als Kostprobe. Halte möglichst immer Blickkontakt zu deinen Gästen und erkundige dich mindestens zweimal nach deren Wohlbefinden. Zudem ermöglichst du dir eine schnelle Wiedergutmachung im Falle einer Reklamation. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten und die vermutlich einfachste wäre: Ist denn alles zu Ihrer Zufriedenheit? Mit den treffenden Adjektiven in der Ansprache und auch auf der Speisekarte wächst du bei deinen Gästen tiefe Assoziationen und stößt auf mehr Interesse für deine Speisen und Getränke. Hier ein paar Beispiele. Für unsere erstklassigen Königsberger Klopse als Vorspeise empfehle ich Ihnen unseren gartenfrischen Salat. Was besonders gut funktioniert, ist die Formulierung: Ich darf Ihnen noch ein Glas Wein einschenken. So suggerierst du dem Gast, dass er oder sie noch ein Glas Wein möchte. Selbstverständlich lässt sich das nicht nur auf ein Glas Wein anwenden. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Zur Adventszeit oder besonderen Events kannst du deinen Gästen ein kleines Giveaway zum Abschied geben. Zum Beispiel in kleinen Gläsern abgefüllte Aufstriche und besondere Aperitifs, die deine Gäste auch noch Tage nach ihrem Besuch zu Hause genießen können. Vielleicht helfen dir diese Impulse, um deine eigenen emotionalen Begeisterungsmomente zu schaffen. Du siehst an den Beispielen, wie simpel man mit kleinen Momenten seine Gäste begeistern kann. Das waren unsere Tipps und Tricks dieser Woche. Möchtest du jetzt auf dem Laufenden zu Themen in deiner Branche bleiben? Besuch unseren Blog auf dish.co. Über dein Feedback zu unserem Video freuen wir uns sehr, sei es ein Daumen hoch oder ein Kommentar darüber, wie dir das Video gefallen hat. Um keine Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere doch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.